In diesem Video nehme ich euch mit auf eine entspannte Fahrt mit meinem Elektrorollstuhl raus in die Natur. Dabei spreche ich darüber, warum ich im Sommer am liebsten nur in Strumpfhosen unterwegs bin und was hinter meinem ungewöhnlichen Kleidungsstil steckt. Wie ihr wisst, bin ich Rollstuhlfahrer mit infantiler Zerebralparese und kann meinen Körper nicht gezielt kontrollieren. Mein Alltag bedeutet viel Sitzen, deshalb liebe ich es, so oft wie möglich rauszufahren und das zu genießen, was die Natur mir gibt. Sonne, frische Luft und vor allem Freiheit. Viele von euch wissen auch, dass ich gerne und offen über Themen spreche, die nicht immer alltäglich sind. Und heute möchte ich euch erzählen, warum ich am liebsten nur in Strumpfhosen draußen unterwegs bin. Das mag ungewöhnlich wirken, aber für mich hat es mehrere ganz praktische und persönliche Gründe. Ich trage rund um die Uhr Strumpfhosen, auch im Sommer. Das überrascht viele, weil Strumpfhosen oft mit Kälte und Winter verbunden werden. Doch auch im Sommer fühle ich mich sehr wohl darin, denn die dünnen und leichten Strumpfhosen ermöglichen mir maximale Bewegungsfreiheit. Weil ich selbst wenig Kontrolle über meine Muskulatur habe, ist es wichtig, dass die Kleidung, die ich trage, keine Druckstellen erzeugt und möglichst bequem ist. Strumpfhosen sind hier perfekt. Sie sitzen angenehm, verrutschen nicht und unterstützen meinen Körper optimal, ohne einzuschränken. Ein weiterer Grund ist die Atmungsaktivität und Leichtigkeit des Materials. Gerade wenn es warm ist, könnte man meinen, dass es mir zu warm darin wäre. Aber dünne Strumpfhosen haben den großen Vorteil, dass sie angenehm auf der Haut sind und sogar kühlend wirken können. Sie bieten Schutz vor direkter Sonne und Insekten und sind gleichzeitig luftdurchlässig. Das sorgt für ein gutes Hautgefühl, egal wie heiß es ist. Ihr kennt mich ja. Ich mag es bunt und farbenfroh. Meine Lieblingsfarben sind rosa, rot und pink. Diese Farben machen mir gute Laune und zeigen, dass ich mich nicht verstecken möchte. Es gibt keinen Grund, mich oder meinen Körper zu verstecken. Im Gegenteil. Ich stehe offen und selbstbewusst zu dem, was ich bin und wie ich lebe. Mein Lieblingsoutfit besteht aus einem bequemen Oberteil und dazu passenden Strumpfhosen. Natürlich in meinen Lieblingsfarben. Oft werde ich gefragt, warum ich keine Hosen trage. Ganz einfach. Hosen empfinde ich als einengend. Sie drücken, verrutschen beim Sitzen im Rollstuhl und sind für mich schlicht unbequem. In einer Strumpfhose fühle ich mich frei, leicht und authentisch. Sie gehört zu meinem Selbstausdruck und meiner Persönlichkeit. Unter der Strumpfhose trage ich immer eine Einlage. Diese Einlage sorgt dafür, dass die Strumpfhose sauber bleibt, falls doch einmal unkontrolliert ein paar Tropfen Urin verloren gehen. Wegen meiner Spastik habe ich manchmal Schwierigkeiten, meine Blase vollständig zu kontrollieren, besonders wenn ich länger draußen unterwegs bin und nicht gleich ein ungestörtes Plätzchen in der Nähe ist. Die Einlage sorgt außerdem dafür, dass mein kleiner Freund durch die Strumpfhose nicht sichtbar ist. Für mich ist das eine praktische Lösung, mit der ich mich entspannt in der Öffentlichkeit bewegen und die Natur genießen kann. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass ich nie Schuhe trage. Das hat einen einfachen Grund. Durch meine Spastik sind meine Zehen oft verkrampft. Schuhe würden drücken und schmerzhafte Druckstellen verursachen. Strumpfhosen oder Strümpfe passen sich dagegen flexibel an meine Füße an, ganz ohne Druck. Natürlich erlebe ich beim Unterwegssein auch Blicke oder Fragen. Ist es dir nicht unangenehm, so rauszugehen? Fragen manche. Nein, ganz und gar nicht. Ich möchte, dass Menschen mich so sehen, wie ich bin, offen und ohne Scham. Gerade als Mensch mit sichtbarer Behinderung ist mir wichtig, selbstbewusst aufzutreten und zu zeigen, dass es völlig in Ordnung ist, anders zu sein und das auch offen zu leben. Mir ist bewusst, dass mein Kleidungsstil für manche Menschen ungewöhnlich oder überraschend wirken könnte. Deshalb achte ich immer sorgfältig darauf, niemanden damit zu stören oder zu verunsichern. Wenn ich zum Beispiel in ein Restaurant oder Café gehe, ziehe ich zusätzlich eine Hose oder längere Kleidung an, denn hier möchte ich Rücksicht auf das Wohlbefinden anderer Gäste nehmen. In der Natur sehe ich das anders. Hier störe ich niemanden, hier ist genug Platz.
und die Atmosphäre ist viel freier und entspannter. Die Natur bietet mir die Möglichkeit, ganz ich selbst zu sein, ohne dabei auf andere Rücksicht nehmen zu müssen. Zumindest denke ich, dass ich hier niemanden störe. Indem ich nur in einer Strumpfhose unterwegs bin, setze ich ein bewusstes Zeichen für Akzeptanz und Selbstbewusstsein. Es geht darum, zu sich zu stehen und sich nicht zu verbiegen, nur um Erwartungen zu erfüllen. Ich möchte Menschen ermutigen, sich so zu zeigen, wie sie sind. Jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll, genau wie er ist. Die Fahrten mit meinem Elektrorollstuhl in die Natur geben mir das Gefühl von Freiheit. Ich genieße jeden Moment, den Wind auf der Haut, die Sonne, die durch die Bäume blinzelt, das Summen der Insekten und das Zwitschern der Vögel. In diesen Momenten fühle ich mich eins mit der Natur und vergesse für einen Augenblick alle Schwierigkeiten, die mein Alltag mit sich bringt. Es ist eine Art Kurzurlaub, der mir hilft, Körper und Geist zu entspannen. Wenn ich unterwegs bin, begleitet mich natürlich immer meine Assistenzkraft, die mich dabei unterstützt, dass ich diese Freiheit genießen kann. Sie hilft mir dabei, sicher unterwegs zu sein und sorgt dafür, dass ich mich jederzeit wohlfühle. Das gibt mir zusätzlich die Sicherheit, mich entspannt draußen bewegen zu können. Ein weiteres Thema, das mich unterwegs beschäftigt, ist das Pinkeln in der Natur. Als Rollstuhlfahrer kann ich nicht einfach aufstehen und kurz hinter einem Baum verschwinden. Trotzdem möchte ich natürlich möglichst unabhängig bleiben, besonders auf längeren Fahrten draußen. Ich nutze eine Urinflasche, die ich immer griffbereit im Rucksack dabei habe. Wenn ich pinkeln muss, suche ich mir einen etwas abgelegenen Ort aus, wo ich niemanden störe und ungestört bin. Meine Assistenzkraft hilft mir dann ganz diskret dabei, die Strumpfhose und Einlage herunterzuziehen und die Urinflasche richtig anzusetzen. Danach wird alles wieder ordentlich eingepackt und ich kann entspannt meine Fahrt fortsetzen. Das geht schnell und diskret und ich kann mich danach wieder ganz auf die Natur und die Fahrt konzentrieren. Ich erzähle euch das ganz offen, weil es zu meinem Alltag dazugehört und ich euch zeigen möchte, dass man mit den richtigen Hilfsmitteln und ein bisschen Planung viele Herausforderungen im Leben mit einer Behinderung meistern kann. Ich teile solche persönlichen Details über mich und mein Leben nicht, um Aufmerksamkeit zu erregen, sondern um euch Mut zu machen. Ich möchte zeigen, dass es vollkommen okay ist, man selbst zu sein. Egal ob mit oder ohne Behinderung, jeder hat das Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung. Also, wenn ihr mich draußen seht, vielleicht nur mit einem rosa Oberteil und einer Strumpfhose, wisst ihr jetzt, was dahinter steckt. Ein Mensch, der seine Freiheit liebt, sich wohlfühlt und glücklich ist. Und vielleicht inspiriert euch das ja, mehr ihr selbst zu sein und eure ganz persönliche Freiheit zu entdecken.